Der irische Non-Dom-Status, in Irland leben und Auslandseinkünfte steuerfrei verdienen. Genau mit diesem Thema wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn auch du darüber nachdenkst, nach Irland auszuwandern, dann würde ich mich freuen, dich bei unserem Auswandern nach Irland Seminar im Oktober 2025 zu begrüßen. Alle Details hier in der Beschreibung dieses Videos. 3 Tage lang treffen wir uns in Cork. Das wird zum einen ein intensiver Workshop werden, wo wir genau über solche Themen sprechen. Steuern in Irland, wie kann ich meine Assets strukturieren, dass das Ganze funktioniert, aber auch die irische Staatsbürgerschaft, irische Immobilien, Homeschooling in Irland, all die Dinge, die in Irland wichtig sind, und natürlich auch die deutschen steuerlichen Themen, wenn du nach Irland ziehst, Wegzugsteuer, erweiterte beschränkte Steuerpflicht etc. pp, die Rückfallklauseln, Doppelsteuerungsabkommen. Also all diese Themen werden wir dort in diesem Workshop intensiv behandeln. Und dann haben wir auch ein Programm hier natürlich, um Land und Leute etwas kennenzulernen. Also 3 sehr schöne Tage. Ein Mix aus Workshop, aus Wissen aufnehmen, aus etwas Neues lernen und dann natürlich auch zusammen sein mit einer tollen Gruppe von Gleichgesinnten, die genauso denken wie du, die raus wollen, die auch nach Irland sich überlegen, umzuziehen, in einem tollen Setting in Cork. Alle weiteren Details auf unserer Webseite, Link in der Beschreibung zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich dort kennenzulernen. Aber jetzt geht es hier um das Thema Non-Dom-Status. Was ist eigentlich der Non-Dom-Status? Non-Dom ist eine Abkürzung für Non-Domiciled. Ein anderes Wort dafür ist die Remittance-Basis. Jetzt denkst du dir vielleicht, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Und das ist richtig so, denn dieser Non-Dom-Status, diese Remittance-Basis, das ist eigentlich eine englische Erfindung. Die gab es in England über 200 Jahre, bis dann verrückt gewordene Politiker ihn abgeschafft haben im April 2025. Aber in Irland lebt dieser Non-Dom-Status weiter. Du weißt ja wahrscheinlich, dass Irland bis in die 1920er Jahre und möglicherweise länger hier unter britischer Kontrolle war, eigentlich Teil des United Kingdom war. Genauso wie der Non-Dom-Status ja auch in Ländern wie zum Beispiel Malta oder Malaysia weiterlebt, ebenfalls ehemalige britische Gebiete. Das heißt also, in Irland hat man ihn nicht abgeschafft. Es gibt auch in Irland keinerlei Pläne, ihn abzuschaffen. Dort lebt der Non-Dom-Status hier letztlich weiter, wie er auch davor in England bestanden hat. Er ist im Grunde genommen anders geprägt als der Non-Dom-Status zum Beispiel in Italien oder auch Zypern. Und auf diese Unterschiede werde ich jetzt einmal eingehen. Zunächst mal eigentlich die Frage, was heißt eigentlich Domicile? Um was geht es ja eigentlich? Domicile heißt doch, wenn ich in Irland wohne, dann bin ich ja dort domiziliert. Dann weiß ich nicht, warum ich dann ein Non-Dom bin. Das ist eben eine Verwechslung, die viele oftmals machen. Wenn du in Irland lebst, dann bist du dort Resident, but not Domicile. Domicile ist im Grunde ein Begriff, den wir so gar nicht mehr wirklich kennen. Damit ist im Grunde genommen die Heimat außerhalb Irlands gemeint. Ja? Selbst wenn du jetzt außerhalb Irlands keine Immobilie oder keinen Wohnsitz hast, dann ist ein Ausländer, der nach Irland zieht, und nur solche können den Non-Dom-Status nutzen, hat letztlich sein Domicile im Ausland, ja, und deswegen ist er Non-Dom. Man sagt oftmals auch, dass das Domicile der Geburtsort des Vaters zum Beispiel ist, also ein altmodisches Konzept, was wir so gar nicht mehr kennen. Wenn also ein Ausländer nach Irland zieht, dann kann er hier den Non-Dom-Status benutzen. Und dieser Non-Dom-Status sagt im Grunde genommen aus, dass ausländische Einkünfte, und ausländische Einkünfte sind jene, die keinen Bezug haben nach Irland, jene ausländischen Einkünfte sind also in Irland steuerfrei, solange sie nicht nach Irland ausbezahlt oder in Irland verwendet werden. Also das nehmen wir jetzt mal genau auseinander. Was wären also zum Beispiel ausländische Einkünfte, wenn du in Irland wohnst? Also nehmen wir mal an, du wohnst in Irland und du hast ein Depot in Dubai als Beispiel oder in der Schweiz. Und auf diesem Aktiendepot generierst du Gewinne. Zum Beispiel, du verkaufst Aktien oder du erhältst Dividenden. Wichtig dabei, es muss sich um nicht-irische Unternehmen handeln. Also selbst wenn du irische Aktien zum Beispiel in einem Schweizer Depot hast, dann wären das keine ausländischen Einkünfte. Ja. Aber mal angenommen, du hast dort ausländische Aktien, amerikanische Aktien und bekommst hier Dividende oder veräußerst diese Aktien, dann sind die Erträge, die du hier erwirtschaftest, in Irland steuerfrei. Sie müssen weder in Irland in der Steuererklärung angegeben werden,
noch musst du darauf in Irland Steuern bezahlen. Völlig unabhängig davon, ob du da im Ausland schon Steuern drauf bezahlt hast oder nicht. Es ist den Iren schlicht und ergreifend egal. Sie sagen, es geht uns nichts an, du musst es hier nicht erklären, du musst keine Steuern bezahlen auf dieses Einkommen. Außer du tust nun Folgendes. Wenn du diese Veräußerungserlöse nach Irland überweist, dann musst du in Irland darauf Steuern bezahlen. Du kannst also die Erträge im Ausland lassen. Du kannst auch Urlaub in Spanien machen und dort das ganze Geld ausgeben. Du kannst dir ein Haus in Deutschland kaufen. Du kannst einen Zweitwohnsitz irgendwo in einem anderen Land haben und dort in Saus und Braus leben mit diesem Geld. Also du darfst das Geld schon verwenden, aber nicht in Irland. Verwenden heißt jetzt nicht nur nach Irland überweisen auf ein irisches Konto. Verwenden hieße zum Beispiel auch, wenn du deine irische Miete hier bezahlst von einem Konto in der Schweiz. Selbst wenn wir zum Beispiel diesen Fall hätten, dass dein irischer Vermieter im Ausland lebt und du zahlst die Miete ins Ausland, wäre auch dann letztlich hier diese Überweisung der Miete von einem ausländischen Konto an ein ausländisches Konto in Irland steuerpflichtig, denn du wohnst ja in Irland und hast letztlich Nutzen von dieser Zahlung in Irland. Damit ist natürlich klar, dass dieses Konzept hier nicht für jeden funktioniert. Wenn du jetzt hier angewiesen bist für deine Lebenshaltungskosten auf diese gesamten Kapitalerträge zum Beispiel, du musst die also nach Irland überweisen, um dort deine Miete zu bezahlen und Lebensmittel zu kaufen, dann bringt dir natürlich dieses Konzept nichts. Das funktioniert nur, wenn du so viel Vermögen hast, dass du eben einen Teil, vielleicht einen kleinen Teil deiner Erträge nach Irland überweist, davon dann lebst, darauf auch in Irland Steuern bezahlst, aber eben den Rest im Ausland belassen kannst und in Irland selbst nicht ausgeben musst. Das Gleiche gilt nun für alle möglichen ausländischen Einkünfte, zum Beispiel auch für Krypto. Hier dürftest du nun keinen Krypto-Exchange in Irland verwenden und dort zum Beispiel diese Coins lagern. Apropos, nochmal ein Wort hier zum Thema Aktiendepot. Du dürftest natürlich auch hier kein Interactive Broker Depot in Irland verwenden. Die haben ja ihren Sitz in Irland für Europa, für deine Aktien, selbst wenn es ausländische Aktien sind. Denn wie gesagt, dann wäre ja letztlich hier ein Bezug zu Irland gegeben. Also da muss man sich dann schon richtig aufstellen. Wie ich es gerade eben schon gesagt habe, der Non-Dom-Status, der gilt für alle ausländischen Einkünfte. Angenommen zum Beispiel, du verlässt Irland immer wieder mal und führst dann im Ausland Beratung durch. Oder sagen wir mal, du veranstaltest in Dubai einen Event und bekommst dafür Geld, bekommst dafür Honorar. Dann sind natürlich diese Einkünfte ebenfalls in Irland steuerfrei, solange du sie nicht nach Irland einführst, mitbringst oder in Irland ausgibst. Oder sagen wir mal, irgendjemand bezahlt dir Provision aus dem Ausland. Du hast mal irgendwann einen Deal eingefädelt und du bekommst dafür Provision. Auch diese Provision, solange sie im Ausland bleibt, ist in Irland steuerfrei. Auch wenn du zum Beispiel eine Gesellschaft hast in Dubai oder in Malta und du bezahlst dort Steuern und die Gesellschaft schüttet dir dann Dividenden aus, dann sind ebenfalls diese Dividenden in Irland steuerfrei, unter der Annahme, dass du sie nicht nach Irland überweist. Hier macht es also keinen Unterschied, ob jetzt die Dividenden dir von einem großen Konzern bezahlt werden, wie Coca-Cola zum Beispiel, oder von deiner eigenen Gesellschaft. Auch wenn du zum Beispiel im Ausland irgendwo angestellt wärst und dort ein Gehalt bekommen würdest im Ausland, dann wäre dieses ebenso nicht in Irland zu versteuern. Auch wenn du zum Beispiel eine Rente bekommen würdest, eine Pension aus dem Ausland und du lässt diese im Ausland, dann wäre diese ebenfalls in Irland steuerfrei. Also, du verstehst, dass ich meine, sämtliche Einkünfte, die du bekommst aus dem Ausland, sind in Irland steuerfrei. Du musst sie dort nicht angeben. Es interessiert die Iren nicht, solange es nicht nach Irland überwiesen oder dort ausgegeben wird. Das ist sehr angenehm gegenüber anderen Ländern, wo ja nur ganz bestimmte Einkünfte vielfach hier steuerfrei sind und auch alles hier gegenüber dem Staat offengelegt werden muss. Bestes Beispiel ist Zypern. In Zypern sind nur bestimmte Einkünfte steuerfrei hier und ausgenommen von der Steuer unter dem Non-Dom-Status und du musst auch den Zyprioten sämtliche Einkünfte melden und dann sagen sie, okay, wir akzeptieren, dass das steuerfrei ist oder nicht. Oder sie fangen an, mit dir zu diskutieren. Sie sagen zum Beispiel, naja, du hast so viele Aktien verkauft, so viel Krypto verkauft, das machst du hier gewerblich, also musst du auch in Zypern Steuern darauf zahlen. Das würde dir in Irland so ohne weiteres nicht passieren, denn wie gesagt, du musst die Einkünfte ja nicht melden. Aber jetzt natürlich ein wichtiger Punkt:
Was die Zyprioten dir hier vorwerfen, das kann natürlich auch in Irland zu einem Problem werden. Würdest du also zum Beispiel von irischem Boden aus hier traden, das heißt, machst du so viele Trades, dass es im Grunde nicht mehr um persönliche Vermögensverwaltung geht, sondern tatsächlich schon um wirkliches Trading, dann hat ja das Einkommen etwas mit Irland zu tun, denn es wird von irischem Grund und Boden aus generiert. Damit sind es dann keine Auslandseinkünfte mehr. Wenn du also tradest, wirklich, und damit meine ich jetzt mehrere Stunden am Tag zum Beispiel, wobei die Grenzen ja hier auch relativ unklar sind und es da auch einen Graubereich gibt, aber mal angenommen, du würdest jetzt hier wirklich traden von Irland aus, selbst wenn es ein Depot im Ausland gibt, dann sind es keine Auslandseinkünfte. Das wäre also alles komplett in Irland zu versteuern. Und lass mich an dieser Stelle sagen, die Steuern in Irland sind mindestens so hoch wie in Deutschland, also sehr unattraktiv hoch, zum Teil, muss man sagen, sogar höher. Und da sind wir natürlich nun bei einem kritischen Punkt angelangt. Ich hatte ja vorhin zum Beispiel hier gesprochen von einer maltesischen Gesellschaft oder einer Gesellschaft in Dubai, deren Besitzer du sein kannst und deren Dividende, deren Gewinnausschüttung du dann steuerfrei bekommen kannst, nicht auf ein irisches Konto, sondern auf ein ausländisches. Da ist natürlich absolut die Voraussetzung, dass die Betriebsstätte nicht in Irland ist, sondern die Betriebsstätte muss tatsächlich im Ausland sein. Ist die Betriebsstätte in Irland, dann sind die Gewinne dieser Gesellschaft auch in Irland zu versteuern. Jetzt gibt es natürlich Möglichkeiten, das entsprechend zu gestalten. Du könntest also zum Beispiel eine Gesellschaft in Malta haben oder in Dubai. Und diese Gesellschaft hat dann Verträge mit den Kunden. Die Kunden bezahlen an deine Firma in Malta oder Dubai. Du lässt dir selbst nach Irland einen bestimmten Betrag auszahlen, von dem du dann lebst. Und darauf zahlst du dann in Irland Steuern. Das muss natürlich irgendwo ein angemessener Betrag sein, denn ansonsten könnte das zu Problemen in Irland führen. Du könntest zum Beispiel auch ein Einzelunternehmen in Irland gründen und dieses Einzelunternehmen schreibt dann Rechnungen an deine ausländische Firma und alles, was dieses Einzelunternehmen verdient, das versteuerst du in Irland. Wenn du zum Beispiel jetzt hier keine schlafenden Hunde wecken willst und jetzt nicht willst, dass du hier diese ausländische Gesellschaft den Iren melden musst, denn das musst du ja nicht, hatte ich ja vorhin gesagt. Ja. Also wenn du nun deine Einzelfirma hast und mit der Rechnung schreibst an deine Firma, dann hast du natürlich die Einzelfirma. Davon weiß ja ohnehin die Steuerbehörde in Irland. Da verdienst du halt das Geld, das du zum Leben brauchst. Das versteuerst du in Irland. Dass dein Einzelunternehmen Rechnung schreibt an deine eigene Firma, das ist ja egal. Alles, was du mit dem Einzelunternehmen verdienst, versteuerst du in Irland. Gleiches gilt natürlich auch für andere Rechtsformen, zum Beispiel auch für eine amerikanische LLC. Wenn diese amerikanische LLC jetzt nur vermögensverwaltend tätig ist, dann wirst du hier kaum Probleme haben, denn ob jetzt die amerikanische LLC ein Depot hält oder du das selbst hältst, wenn du nur private Vermögensverwaltung machst, aber eben kein Trading, dann ist das hier alles voll unter dem Non-Dom-Status akzeptabel. Würde diese LLC aber nun hier tatsächlich eine gewerbliche Tätigkeit zum Beispiel entfalten, wäre die Betriebsstätte dieser LLC in Irland, dann hast du möglicherweise ein Problem. Jetzt fragst du dich vielleicht, naja, aber ich muss ja nichts melden der irischen Steuerbehörde. Wie kommen die denn da drauf? Nun, man muss sie natürlich hier registrieren für diesen Non-Dom-Status und man muss dann auch jedes Jahr in der Steuererklärung melden, dass man in diesem Jahr den Non-Dom-Status nutzt. Man muss den nicht zwangsweise jedes Jahr nutzen. Aber wenn man ihn denn nutzt und es ist zum Beispiel der irischen Steuerbehörde nicht klar, wie du dein Leben finanzierst, ich meine, du könntest ja realistischerweise gesprochen zum Beispiel von deinem Ersparten leben. Wenn du von deinem Ersparten lebst, brauchst du überhaupt keine Einkünfte in Irland zu versteuern. Aber das kann natürlich dann dazu führen, dass die irische Steuer sagt, naja, von was lebt der hier eigentlich? Der ist jetzt Non-Dom, ist da alles auch richtig gemacht oder unterschlägt er uns ja Einkommen, was man eigentlich müsste versteuern? Und dann fragen die natürlich nach und da musst du natürlich dann deine Bücher und dein Einkommen dann auch offenlegen, auch wenn du das sonst nicht melden musst an die irische Steuer. Ein weiterer wichtiger Punkt hier bei dem Non-Dom-Status ist immer auch die Frage, was mit deinem Bestandsvermögen passiert. Mal angenommen, bevor du nach Irland umziehst, verkaufst du dein Haus und du hast jetzt auf deinem Konto 1 Million Euro, bevor du in Irland steuerpflichtig wirst. Dieses Geld darfst du natürlich jederzeit nach Irland überweisen, auch wenn du schon in Irland wohnst und musst keine Steuer darauf bezahlen. Ja? Weil dabei handelt es sich ja nicht um Einkünfte. Der Non-Dom-Status betrifft ja nur ausländische Einkünfte. Vermögen, das du hast, das vor deinem Umzug nach Irland bestanden hat,
sind ja keine Einkünfte. Auch wenn dir zum Beispiel jemand ein Darlehen zurückbezahlt, wenn du in Irland wohnst. Ja, mal angenommen, du hast 5 Jahre, bevor du nach Irland umgezogen bist, deinem Unternehmen ein Darlehen gegeben von 1 Million Euro. Und dieses Darlehen wird dir zurückbezahlt, wenn du in Irland wohnst. Das sind natürlich auch keine Einkünfte. Das ist eine Darlehensrückzahlung. Ja, diese Zahlung kannst du jederzeit steuerfrei nach Irland machen. Aber auch hier sind natürlich sehr wichtige Dinge zu beachten. Dem Konto, was dein Bestandsvermögen ist, dürfen nach deinem Wegzug nach Irland keine Mittel mehr zufließen, keine Einkünfte mehr zufließen. Mal angenommen, du hast also diese 1 Million auf deinem Konto von deinem Hausverkauf, gleichzeitig hast du hier noch ein Depot. Und dann werden die Kapitalerträge aus dem Depot auf dieses gleiche Konto ausgeschüttet. Dann hast du ein sehr großes Problem. Dann darfst du im Grunde dieses Geld nicht mehr nach Irland überweisen und hast du eine sogenannte Mixed Funds Situation. Du hast also zum einen mal sauberes Kapital, dein Bestandsvermögen, was du jetzt nach Irland überweisen darfst, aber gleichzeitig hast du dort diese Auslandseinkünfte und das ist jetzt alles gemischt. Und wenn du das jetzt nach Irland überweist, dann nimmt die irische Staat immer an, dass du zuerst die Einkünfte überweist und nicht das Vermögen. Und dann musst du im Grunde genommen Steuern darauf bezahlen. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass du hier eine Kontentrennung vornimmst, bevor du nach Irland umziehst. Du hast einen sogenannten Clean Capital Account. Dort befindet sich dein Bestandsvermögen drauf. Von diesem Konto kannst du jederzeit nach Irland überweisen. Da gibt es keine weiteren Zuflüsse nach deinem Wegzug nach Irland. Und dann hast du ein anderes Konto, da gehen deine Kapitalerträge drauf, deine Zinsen und so weiter und so fort. Von diesem Konto darfst du dann nicht überweisen. Account Segregation sagt man auf Englisch dazu, Kontentrennung, extrem wichtig, bevor du nach Irland umziehst, um den Non-Dom-Status zu nutzen. Viele Mandanten machen es zum Beispiel auch so, dass sie sagen, bevor sie jetzt in Irland steuerpflichtig werden, eröffnen sie schon mal in Irland ein Konto und schieben dann schon mal ein bisschen Geld nach Irland rüber. Denn das fällt dann auch nicht unter den Non-Dom-Status, weil sie zu dem Zeitpunkt noch nicht in Irland steuerpflichtig sind. Und daher hat das dann auch keinerlei steuerliche Auswirkungen. Ja? Also du kannst ja unter bestimmten Voraussetzungen ein Konto in Irland eröffnen, wenn du dort etwas mietest, wenn du dort eine Immobilie kaufst, auch wenn du diese noch nicht nutzt, wenn du dort noch nicht wohnst, dann schiebst du dort Geld hin aus Deutschland, dann ist das Geld schon in Irland, dann musst du dir danach keine Gedanken mehr machen, könntest dann zum Beispiel hier von dem Ersparten leben und hättest dann auch keine Meldepflicht, denn eins ist klar, selbst wenn du nach Irland überwiesenes Bestandsvermögen keine Steuern zahlen musst, der Steuerbehörde in Irland musst du diese Überweisungen dennoch melden. Zu guter Letzt noch die Frage, wie lange kann ich das eigentlich nutzen? Du weißt ja, in UK war es so, dass man den Non-Dom-Status für 15 Jahre nutzen konnte. Und Irland und UK, das ist ein bisschen so wie Österreich und Deutschland. Österreich kopiert ja sehr viel von der deutschen Steuergesetzgebung. Und so tut es auch Irland. Die schreiben im Grunde genommen vielfach direkt ab. Und 2010 hat leider auch Irland hier den Non-Dom-Status auf 15 Jahre limitiert. Das heißt, nach 15 Jahren bist du dann nicht mehr non-domiciled, sondern domiciled in Irland und kannst den Status nicht mehr nutzen. Nach 15 Jahren musst du dann also weg, wenn du weiterhin steuerfreie Auslandseinkünfte haben willst. Für die meisten reicht das aus. Viele wollen ja sich vor allen Dingen in Irland die Staatsbürgerschaft sichern. Damit können sie dann auch in UK wohnen. Diese bekommst du ja schon nach ein paar Jahren. Selbst wenn deine Kinder zum Beispiel zur Schule gehen, ich meine, mehr als 15 Jahre werden sie nicht zur Schule gehen. 13 Jahre ist auch in Irland das Maximum. Also das heißt, man könnte dann Irland wieder verlassen und würde sich dann anderweitig orientieren. Mit dem irischen Pass hat man dann ja auch einige Möglichkeiten, wie die anderen britischen Inseln zum Beispiel. Oder man akzeptiert eben, dass man in Irland voll steuerpflichtig wird. Das hier mal eine kurze Zusammenfassung zum irischen Non-Dom-Status. Wie gesagt, wenn das Themen sind, die dich interessieren, wenn du einen Umzug nach Irland überlegst, weil Irland neutral ist, Irland nicht NATO-Land ist, Irland weit weg von dem geopolitischen Treiben ist, du Interesse hast an der Staatsbürgerschaft, mit der du dann auch in UK leben kannst, an dem Non-Dom-Status und den anderen Steuervorteilen, dann würde ich mich freuen, dich in Cork auf unserem Seminar zu begrüßen. Aber bis dahin natürlich können wir auch gerne ein Beratungsgespräch führen. Link dazu packe ich ebenfalls hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Ich habe selbst in Irland gewohnt. Ich kenne die grüne Insel ziemlich gut und seit fast 20 Jahren tun wir nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten, beim Umzug nach Irland und in viele andere Länder zu begleiten, Steuern im Ausland zu optimieren und Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit.
Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.